Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und die meistgestellte Frage, die wohl gestern und die letzten paar Tage wohl aufkam. Ja, was ist denn jetzt nun mit dem Adventskalender und dem Achievement? Und ist ja voll unfair für die, die das letztes Jahr hatten und diesmal gibt es den nicht und blablablub und blibablu und ja und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal jetzt, bevor es losgeht, hier nochmal einmal aufklären, was denn jetzt nun hier los ist. Ne? Ich meine, die meisten werden sich denken können, die meisten werden es auch wissen, was nun Phase ist, aber es gibt halt auch noch Leute, die dann so sagen, jo, wie ist das denn jetzt nun und so mit dem Achievement. Und vorweg, letztes Jahr gab es halt einen Adventskalender und der wurde halt auch zum ersten Mal mit eingeführt. So, jetzt gibt es aber seit kurzer Zeit den Daily Login-Bonus, was ja auch ein täglicher Kalender ist, wo man seine Sachen abholt. So, jetzt wurde sich von einigen gewünscht, ey, was ist denn jetzt nun mit dem Adventskalender von letzten Jahr? Und dann schreiben die anderen wieder, es gibt doch schon einen Kalender. Also ja, wie gesagt, es gibt ja auch einen Kalender. Also das ist ganz klar wie Kloßbrühe. Auf jeden Fall stand noch zur Frage, hier, das ist auf jeden Fall jetzt euer täglicher Login-Bonus mit dem Adventskalender vom letzten Jahr, zumindest der Hintergrund davon. So, letztes Jahr gab es ein Achievement für die Leute, die das hier nicht kennen. Und zwar der Türöffner. Und da war drin festgehalten, öffne alle Türchen im Adventskalender, ja, 20 von 20. So, was ist denn jetzt nun hier mit den 20 von 20 Adventskalender-Türchen hier? Verdammte Scheiße, was ist denn jetzt nun damit? Ja, gut, wir beruhigen uns wieder. Auf jeden Fall sollte man einen aufmerksamen Blick ins Achievement-Buch werfen. Und wenn man hier mal zurückschaut auf die letzte Seite, da haben wir hier auch den Türöffner. Und was steht heute da? Öffne ein 20. Türchen im Weihnachtsmonat Dezember. Ja, also braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen um euer Achievement. Das verpasst ihr nicht. Ihr müsst halt nur jetzt die Zeit aktiv über am Start sein, dass ihr 20 Türchen im Dezembermonat öffnet. Das heißt nochmal ganz ausführlich für alle Leute, ihr habt bis zum 31. Zeit, das heißt ihr habt 31 Tage Zeit, um 20 Türchen zu öffnen in diesem Monat, um dieses Achievement hier zu bekommen. So, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Es gibt jetzt kein Special Kalender wie letztes Jahr, weil es gab ja jetzt schon Kalendern durchgängigen. Und deswegen wird da jetzt auch so nichts mehr großartig weiter geändert werden. Ja, nur damit ihr informiert seid, was ihr zu tun habt. So, des Weiteren auch nochmal, wenn wir jetzt schon mal mit dabei sind, ich muss mal gucken, wo das war. Ja, das war hier gewesen, das Achievement. Nikolaus, denkt dran, am 6. Dezember, ich werde es nochmal den Tag davor nochmal ausführlich nochmal erwähnen, dass ihr da am 6. Dezember um 0:01 Uhr die Schuhe ausgezogen habt und in euer Inventar gepackt habt hier, ja, ist ganz, ganz wichtig, damit ihr auch dieses Achievement bekommt hier, ne? Ansonsten müsst ihr da wieder ein Jahr lang warten. Ich weiß noch, letztes Jahr, da war das so ein bisschen buggy, das Update, und damit meine ich nicht das Fahrzeug, ja, und da hatte ich euch auch gesagt, es reicht, wenn ihr die vor 0 Uhr auszieht und die dann im Tageswechsel von 23:59 Uhr zu 0 Uhr ausgezogen habt. So, dann zählt das Achievement. Das hatte ich euch gesagt gehabt letztes Jahr. So, dann war das Update aber buggy gewesen und das Achievement wurde nicht eingetragen, lag aber nicht daran, dass das nicht gestimmt hat, was ich euch gesagt habe, sondern es war einfach verbuggt und es hat irgendwie nicht gezählt. So, da weiß ich auch noch ganz genau, da haben mir tatsächlich Leute vorgeworfen, dass ich ihnen das falsch erklärt hätte und hier Falschmeldungen betrieben hätte. Ich glaube, den Beitrag gibt es irgendwo noch auf meinem Kanal im Diskussionsforum da. Und dann wurde das im Nachhinein dann verbessert und alle Leute haben dann quasi zu dem Zeitpunkt dieses Achievement dann bekommen. Weil es halt, oder die Leute, die an dem 6. Dezember einmal die Schuhe ausgezogen haben, also die hatten dann noch 24 Stunden Zeit, den Tag das Achievement nachzuholen. So wurde das gelöst. Ne? Aber wie gesagt, denkt dran auf jeden Fall, um die Zeit denn die Schuhe auszuziehen. Ne? Ich denke mal, dieses Jahr sollte es nicht mehr dazu kommen, dass hier irgendwas verbuggt ist. Würde mich stark wundern.
würde mich aber auch irgendwie nicht stark wundern. Ja, wenn mal einmal alles reibungslos läuft. Ja, gut, jetzt seid ihr da auf jeden Fall auch informiert, weil es da dann doch ganz schön Unklarheiten gab und viele gefragt haben, wie es jetzt nun ist. Aber wie gesagt, ein Blick ins Achievement-Heft hätte auf jeden Fall auch gereicht. Dann ja, wärt ihr da auch informiert gewesen, wie es denn nun aussieht mit dem Update. Ne? Ja, weil das Achievement, so wie ihr es halt vorhin gesehen habt in den kleinen Ausschnitt, hätte ja nicht so bleiben können, weil dann wäre es ja unfair allen anderen Leuten gegenüber, wenn jetzt nicht nochmal so ein Kalender kommen würde. Also alles gut, ihr habt die Chance, auf jeden Fall nutzt die 20 Tage und holt euch euer Achievement ab. Um das nochmal zu zeigen, ich hatte es ja auf meinem Account hier schon fertig. Hier auf dem Account habe ich es natürlich noch nicht. Ne? Und hier bin ich jetzt halt auch, wie gesagt, ich habe hier jetzt schon 3 Türchen geöffnet. Ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das jetzt schon seit 3 Tagen zählt, irgendwie komischerweise. Aber ich gehe mal von aus, weil ich hier schon bei Tag 3 bin oder so. Ja, also das zählt hier schon irgendwie mit rein, auf jeden Fall in dem Monat. Obwohl es noch gar nicht Dezember war, wo ich die ersten 2 Türchen geöffnet hatte. Ne? Also, ja, das scheint wohl auch irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Hauptsache, es zählt und darauf kommt es an. Und falls nicht, könnt ihr euch da immer an den Support wenden. Ne? Dann könnt ihr da denen dann ein Ticket schreiben. Die freuen sich auf jeden Fall und helfen euch auch gerne. Nee, wirklich jetzt mal ohne Spaß. Die helfen euch dann auch wirklich, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder irgendwas nicht richtig registriert worden ist oder so. Dann stehen die euch gerne zur Seite. Ja, so viel dazu. Gut, was mache ich jetzt? Ich wollte gucken, ich hatte hier, mal schauen, das war mein normales Equipment. Ich habe hier noch ein paar Epics so einfach rumliegen hier, ja, die liegen einfach so rum. Da muss ich mal schauen, ob die irgendjemand hier, habe ich noch irgendwas im Inventar gehabt? Nee. Ob die irgendjemand gebrauchen kann. Zum Beispiel die, ja, Schuhe, mal in die Toilette schmeißen. Kundschafter, wie sieht's aus? Kunigunde, brauchst du ein paar neue Schuhe? Plus 8, nee. Lohnt sich jetzt nicht so. Rune ist auch KG. Brauchen wir nicht. Gegenstand zerlegen. Wächter mit. Alle Attribute brauchen wir auch nicht. Ja, haben wir noch irgendwo alle Attribute hier? Nee. Können wir auch zerlegen hier. Das Zeug. Ja. Die anderen Sachen könnte man vielleicht aufbewahren, um mal zu gucken. Habe ich schon so viele Sachen zerlegt hier? Gegenstand. Habe ich schon 5 Sachen weg heute schon? Ja, Tatsache. Lul. Ging ja schnell. Ja, auf jeden Fall bei den anderen Sachen wollte ich immer noch mal gucken hier, ob die irgendjemand gebrauchen kann von meinem Begleiter, nicht mein alter Ego. Törö. Okay, ja, keiner kann die so richtig gebrauchen hier. Das Dreier-Item hier plus 31 würde sich lohnen für die Kunigunde. Für ihn nicht. 911. Oh, neue Schuhe für Bertram, ja. Das wäre gut. 911, okay. Also für Bertram wird sich das auf jeden Fall lohnen. Aber ansonsten sind jetzt nicht so viele Items mit am Start, die meine Begleiter hier jetzt so unbedingt brauchen könnten. Gut, dann haben wir hier soweit alles fertig auf dem Server. Die Alu werde ich nachher später irgendwann durchballern. Ne? Gucken wir nochmal kurz auf den Battlemage. Und ja, die Tage können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ja, konzentrierter auf den Battlemage schauen und auf die anderen Accounts natürlich auch. Die Mondjäger habe ich auch schon lange nicht mehr gezeigt und mein Free-to-Play-Bersi, da können wir auch mal wieder reinschauen, obwohl da nicht so viel Progress gemacht wurde in der Zeit, wo ich jetzt dort keine Tränke auf den Account hatte. Ne, ihr wisst ja, auf meinem Free-to-Play-Account, da spare ich mir dann immer auf, bis ich alle 3 Tränke zusammen habe und gehe dann durch die Dungeons. Das ist dann so das Beste, was man eigentlich so machen kann. Und ja. So, aber wir können auch mal einen Dungeon-Fight machen. Ich muss mal gucken, wie hier der Zeus aussieht. Das ist der letzte Gegner, da haben wir eine Chance gegen den. Das ist ein Magier, das heißt, der blockt schon mal meinen Feuerball. Der macht viel Schaden und ich mache nicht viel Schaden. Uff. Okay. Ja, ich glaube, der wird hartnäckig. Ich glaube, der Zeus, der braucht noch ein bisschen. Da werden wir wohl lieber in der Schattenwelt mal auf die Suche gehen, ob wir da irgendwas finden, was leichter ginge als der Zeus. Ja. Aber wir können mal in die Truhe schauen. Haben wir hier irgendwas zufällig heute? Ah, guck mal hier. Das freut mich immer. Ein Platz mehr frei. Das ist doch nice. Ich habe hier noch so viele Epics rumliegen hier. Ich weiß gar nicht. Ja, alle Attribute. Das kann auch weg hier.
Weg damit. Ja, noch mehr alle Attribute. Weg damit. Obwohl, warte, wir können auch mal was in die Toilette schmeißen eigentlich. Ja, mal gucken. Was bekommen wir denn hier? Intelligenz. Freut sich der Marktvater drüber? Plus 20. Zweimal verbessert. Habe ich ein paar Edelsteine? Ja, komm. Gib ihn. Warum nicht? Ja, warum denn eigentlich nicht? 714, kriegst hier so einen Stein rein, zack. Verbessern wir es zweimal. Ein bisschen was gut gemacht hier. Zerlegen wir noch einen Gegenstand. Ja, bisschen Platz geschafft hier. Ja, ist doch ganz nice. So, die anderen Sachen werde ich mal gucken, die Tage. Eigentlich müsste ich mir die aufbewahren, weil, ach shit. Jetzt habe ich wieder die Quest angenommen mit PvP-Equipment. Ich werde es nie lernen. Weil ich hier mein Toilettenstand hier noch nicht voll habe. Ja, der ist auf 32. Ne, das hört sich nach Dämonenjäger an. So. Jo, genau, gut. Hier haben wir schon Alu fertig. Okay, brauchen wir nichts mehr weitermachen. Genau, so. Dann sind wir erstmal durch für heute. Soll es soweit gewesen sein hier zu der Folge. Hier auch wieder grandios mit PvP-Equipment angenommen. Alter, warum mache ich das denn? Ich hab's doch jetzt schon so einfach. Warum mache ich mir das denn trotzdem so schwer hier? Ja, das war's soweit. Ich wünsche euch ansonsten noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ein paar Fragen beantworten. Falls euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.